Da steht er, der 2021er Hyundai i30. Ja, auch vorne die Signatur mit dem Licht hat sich komplett geändert, aber es ist wirklich viel Neues. Also nicht nur, ich sag mal, die Optik ist neu, sondern auch der ganze Inhalt von dem Fahrzeug ist neu. Unter anderem das Entertainment-System, aber auch viele kleine Details. Hier ist Thomas Jakobs, ich grüße dich. Ja, hallo, grüß dich. Ja, ihr seid schon ganz lange Hyundai-Partner. Mittlerweile muss man sagen, die in Deutschland designten Autos, die kommen immer mehr und mehr an. Ja, Preis-Leistung ist einfach das, was sich auf Dauer durchsetzt und da ist Hyundai halt ganz stark mit dabei. Ja, wir liegen hier bei ungefähr wie viel? Knapp über 20 bei dem? Der liegt knapp über 20, also bei 22,99 jetzt unser Hauspreis mit sehr, sehr vielen extra schon mit an Bord. Ja, das heißt, ihr habt ja jetzt im Showroom nicht gerade die am wenigsten ausgestatteten Fahrzeuge. Ihr wollt ja auch ein bisschen zeigen, was geht. Der i30 ist so Golfklasse, aber hat was ganz Besonderes. Ihr bietet bei euren Fahrzeugen 5 Jahre Garantie und zwar serienmäßig. Richtig, 5 Jahre serienmäßig ohne Kilometerlimit und wer das Auto noch länger als die 5 Jahre nutzen möchte, der kann auch nochmal eine Anschlussgarantie um weitere 3 Jahre mit abschließen, auch ebenfalls ohne Kilometerlimit, also 8 Jahre. Gut, die meisten haben ja auch ein Kilometerlimit, also es gibt ja auch 7 Jahre Garantie und so weiter, da ist aber ein Kilometerlimit drauf. Ihr habt kein Kilometerlimit, das bedeutet, ich muss lediglich die Wartungsintervalle einhalten. Da muss der Hersteller aber schon viel Vertrauen haben, oder? Ja, ebenso wie wir selbst, also sonst würde das Hyundai eine Stange Geld kosten und letzten Endes kalkulieren die auch. Ja, großes Thema ist das Thema Werterhalt. Das heißt, ich kann so ein Auto jetzt mal 3 Jahre fahren. Normale Leasingdauer sind zum Beispiel 4 Jahre und dann habe ich immer noch eine Jahresgarantie. Kann das Auto mit Werksgarantie verkaufen? Genau, ist für den Gebrauchtwagenverkauf natürlich super von Vorteil und weckt auch wieder Vertrauen beim Gebrauchtwagenkäufer nachher. Ja, die haben jetzt alle 5 Türen. Mach mal hinten auf, können wir mal reingucken. Vielleicht ein kleines Detail, die Rückfahrkamera ist nicht mehr hinten in der Heckklappe, sondern sie ist tatsächlich unterm Stoßfänger. Genau, ist hier unten platziert. Hat man bei dem Facelift jetzt auch abgeändert. Zusätzlich nochmal die Einparksensoren, die akustischen vorne und hinten bei der Ausstattung jetzt verbaut. Und alles in allem habe ich dann eine sehr genaue Parkhilfe auch beim Rangieren. Ja, Blau Metallic, eine Farbe, die oft bei euch läuft. Das Thema Lackschäden, habt ihr irgendwelche Lackprobleme bei den Fahrzeugen gehabt in den letzten 30 Jahren? Nö. Nichts Besonderes. Gibt's nicht mehr, oder? Rost habt ihr die? Ich glaube, das gibt's auch nicht mehr, oder? Nee, nicht wirklich. Wir haben auch eine 12-jährige Durchrostungsgarantie. Also 12 Jahre? Ja, 12 Jahre. Prima, ja. Das hier ist der variable Boden. Genau. Zeig mir das mal bitte. Ich habe hier unten drunter Staufächer, die ich nutzen kann. Für den Einkauf zum Beispiel? Zum Beispiel. Oder wenn ich verschiedene Sachen dauerhaft mit transportiere, die ich nicht unbedingt immer zum Greifen brauche. Dann habe ich hier eine höhere Ebene, dass ich nicht so hoch heben muss, wenn ich schwer geladen habe. Sollte ich den Platz brauchen, kann ich den Boden auch einfach nach unten setzen. Und dann hat man mehr Platz wieder zur Verfügung für die Einkäufe. Okay, der Vorteil ist, ich habe eine etwas ebenere Ladefläche. Hier wäre dann auch wahrscheinlich beim Umklappen in der oberen Position, wäre alles eben, korrekt? Das ist korrekt, ja. Wenn du mal so nett bist, mal umklappst, vielleicht mal eine Seite. Und ist ja doch mal so, dass man das ein oder andere mal transportiert und spätestens jetzt wird es wieder klar, wenn du es nochmal gerade hoch machst, dann entsteht daraus zum Beispiel die Möglichkeit mit einer kleinen Matratze, ich bin ja so der Campingfreund, hat man sofort eine fast ebene Liegefläche und da müsste man nur noch vorne einen Sitz drehen. Und da gibt es findige Leute im Internet, die das schon mal benutzen, dass man drin schlafen kann. Das ist so. Der ist relativ groß, oder? Der Kofferraum. Ja, der ist recht geräumig, also in seiner Klasse mit einer der größten. Und trotzdem ist das Auto generell immer noch von Abmessungen her kompakt gehalten, sodass ich auch nicht so ein großes Schiff in der Stadt bewegen muss. Ein großes Schiff, ja. Da sind wir schon beim Thema. Hier draußen, also die Scheiben, die sind etwas angedunkelt. Ich kann also nicht direkt reingucken. Und die Kinder, die vielleicht hinten drin sind oder die Erwachsenen, die haben auch den Vorteil, dass sie nicht so viel Sonne abkriegen. Das ist sehr mäßig hier bei dem Modell? Bei dieser Ausstattung jetzt. Das ist ein sogenannter Intro Edition, den es jetzt speziell zur Markteinführung in Deutschland gibt. Und der hat es serienmäßig drin. Ja, der hat das mit drin. Scheinwerfer LED vorne? Ja. Full LED, genau. LED-Tagfahrlicht ist mit drin. Und wir haben bei ihm jetzt zum ersten Mal in dieser Klasse bei Hyundai auch ein voll digitales Cockpit vorne mit verbaut. Ja, das schauen wir uns gleich mal an. Wenn du mal so die bis hinten mal auch machst. Wie groß bist du heute? Ich bin 1,74. 1,74. Ja. Dann steig mal bitte ein. Du bist jetzt mal
der Heckmitfahrer und darfst mal ganz kurz mal oben dran halten, dass wir sehen, wie viel Platz wir noch haben. Also ausreichend Kopffreiheit, trotz Panoramadach, was jetzt hier verbaut ist. Das macht es noch ein bisschen weniger, oder? Genau. Panoramadach baut Kostet ein bisschen normal auf. so 2-3 Zentimeter wieder, aber selbst damit geht es doch gut. Ich kann das aufmachen, das Dach, Panorama? Ja. Geht. Okay, das heißt also, ich habe ein Glasdach, das kann ich aber auch verschließen, wenn ich das nicht will. Das heißt, zumachen geht auch. Ja, ich kann ein Rollo zufahren, fährt Ja. komplett von hinten nach vorne zu. Kann ich Elektrisch. auch gerade mal zeigen. Ja, mach mal. Fährt denn zu, das heißt, wenn die Sonne mich jetzt zu sehr nervt, dann geht das zu. Genau. Praktisch. Ja. Ist ja schon fast ein Cabrio. Fast, ja. Bei der Dachfläche, die ich öffnen kann, merkt man schon wirklich gut. Ich zeig mal gerade die Verarbeitung hier von der Tür. Das ist, ja, da gibt es nichts zu mäkeln. Und wenn du mal bitte mal zuschlägst und bitte nochmal aufmachst und nochmal zu. Ja. Ich denke mal, da gibt es eigene Techniker, die nur Türen auf und zu machen. Die hören sich an, wie das klingt. Das klingt sehr satt. Es klappert nichts. Richtig. Da hat doch jemand Bekanntes, hat man auf der IAA verlauten lassen, bei Hyundai scheppert nichts. Kennen, glaube ich, einige. Ach so, das Video. Ja, genau. Wir müssen das so machen wie die von Hyundai, hat er, glaube ich, gesagt. Ja, so irgendwie. Warum Eine kriegen deutsche die das hin? Automarke. Ja, genau. Ohne Namen zu nennen. Sehr schön. Dann mach nochmal zu, bitte. Elektrische Fensterheber waren hinten da. Ja, und hier bitte nochmal auf. Dann gucken wir mal ganz kurz rein. Bevor wir denn uns auch mal den Motor angucken. Ja, ganz neu, du hast es eben erwähnt, ist das Thema Entertainment-System. Wenn du mal gerade so lieb bist, den Sitz mal ganz nach hinten machst, wenn er noch nicht nach hinten ist. Da habe ich ein bisschen mehr Platz. Dann steige ich einfach mal ein und du kommst mal auf die andere Seite. Ich zeige euch erstmal hier mal den Fahrersitz. Der ist auch vielfältig verstellbar, unter anderem auch höhenverstellbar. Und er hat Seitenbacken mit drin. Das heißt also, ich habe eine sehr gute Sitzfunktion. Meeresrauschen lese ich hier vorne. Das hast du mir eben noch gezeigt, da hast du dich drüber lustig gemacht, hast gesagt, ich kann mich, wenn ich das will, statt vom Radio, kann ich mich mit Naturklängen berieseln lassen. Genau. Wer drauf steht, wer sich entspannen möchte beim Fahren. Es gibt jetzt ein besonderes Feature, haben wir auch selbst neu entdeckt. Ich kann mir Meeresrauschen, lebendiger Wald. Das ist ganz krass. Mach mal lauter. Und das kommt im Surround über alle Lautsprecher. Das klingt Ja. so, als wäre ich mitten im Wald. Richtig. Ist das geil. Ja, wir haben verschiedene zur Auswahl. Und das in Burbach. Und das in Burbach. Mach mal Meeresrauschen. Boah, ey, ich schlaf gleich ein. Der muss da noch in Urlaub fahren, ne? Hast es mehr im Auto. Mach mal eins, noch mal eins weiter. Regentag. Ja, jetzt im Sommer ganz nett. Dann Ja. fühlt man sich gleich ein bisschen kühler. Ja. Klimaanlage hat er ja, gell? Klimaautomatik, ja. Klimaautomatik. Mach mal weiter. Jetzt Straßencafé. Ja, ist ja jetzt in Corona-Zeiten. Das ist ein Problem. Wird der ein oder andere vielleicht vermisst haben, so habe ich es im Auto noch mal. Ja, mach mal weiter. Warmer Kamin. Ey Kinder, ihr habt euch ja echt was erfunden hier mit den... Aber das ist witzig, weil viele Leute wollen ja einfach mal ein bisschen entspannen und sie wollen aber nicht absolute Ruhe haben, sondern ein bisschen... Cool, mach mal nächste. Verschneites Dorf. Das hört sich an wie so Schneegetrappel oder Fußgetrappel im Schnee. Hast du noch eins? Ich glaube, das war alles. Guck, Ja. das war's. Da kommt Dann der mach mal Wald, leiser, weil die Batterie wird langsam leer. Denn ihr habt hier die nicht immer voll aufgeladen, muss man dazu sagen. Der kann einiges. Das Starke ist das Riesendisplay. Du siehst keinen Punkt. Das hat so eine hohe Auflösung. Ja. Ja, das ist ein 10 Zoll Display und also im Prinzip Tabletgröße vom Durchschnitt her. Und wenn ich auf die Navigationskarte gehe, das ist auch wirklich ein Gestochen. Riesenbildschirm, ja. Auch mit 3D. Also das haben wir jetzt mittlerweile schon seit einiger Zeit mit drin. Ja. Kann ich auch mal zeigen, die 3D-Gebäude. Du bist wahrscheinlich der es auch den Leuten hier im Autohaus zeigt, ab und zu mal, oder? Ja, schon, klar. Wenn sich jemand so ein Autochen zulegt bei uns, und da bekommt natürlich auch eine richtige Einweisung und dann zeigen wir auch Hier ist Rathaus ist drauf, schon von mal Saarbrücken. sowas. Genau. Gut, wir haben ja jetzt nicht so viele Sachen in Saarbrücken wie Nee. jetzt in Rom. Da ist Ach. wahrscheinlich alles digitalisiert. Mach das mal bei Paris, da gibt es nur noch 3D-Gebäude. Ist das ist europaweit das Navi? Oder? Das ist europaweit, ja. Ich glaube mittlerweile 45 Länder und kostenlose Updates einmal pro Jahr, lebenslang.
Okay. Haben wir auch bei Hyundai dabei. So, DAB Plus habt ihr schon lange drin. Ja. Ihr habt ein tolles Soundsystem eingebaut, sehr mäßig, fällt nicht so auf, macht aber einen riesen Bums. Mach mal ganz kurz mal was an, aber nur ganz kurz. Muss ich gleich mal hier, Sunshine Live. So, okay. Müssen gerade mal wegen der GEMA, sonst machen die uns direkt das Video zu. Das heißt, DAB Plus, sehr, sehr leicht zu bedienen. Kann ich mein Handy koppeln? Ja klar, du kannst dein Handy koppeln über Bluetooth oder wir haben auch Android Auto und Apple CarPlay an Bord und unter anderem auch die neue Bluelink-Funktion, die wir bei Hyundai haben. Was ist das? Du kannst eine eigene App von Hyundai runterladen, nennt sich Bluelink und darüber hast du auch Remote-Funktionen und so eine Art Check-Control auf dem Handy, auf der App. Das heißt also, du siehst genau, ob alles im Auto in Ordnung ist. Auch von der Ferne aus? Von der Ferne aus. Das heißt, ich kann also zu Hause sitzen, kann gucken, ist das Auto abgeschlossen? Genau, und du kannst auch über diese App öffnen und schließen. Das ist ja super, wenn dein Sohn das findet. Mach mal das Auto auf. Ja. Wahrscheinlich ist eine PIN-Nummer drunter oder sowas. Ja, Natürlich. Man sollte ja das Fahrzeug sichern. Ja. Ja, es gibt noch mehr so Gadgets hier, wie zum Beispiel Map, Nav ist klar, Radio ist klar. Fahrerprofile kann jeder seine eigene Einstellungen, kann er die speichern und am Namen dann abspeichern. Okay, das heißt, der eine hat die Sender zum Beispiel abgespeichert, der andere die anderen. Genau. Auch die Okay. Telefonverbindung ist damit gekoppelt. Okay. Ganz auch noch ein neues Feature, dieses Emergency Call System. Das ist ja Pflicht mittlerweile, gell? Bei neu homologierten Fahrzeugen, aber es ist noch nicht ganz Pflicht. Also der ist nicht neu homologiert als Facelift, aber wir haben es trotzdem, um halt eben dem Sicherheitsanspruch zu genügen, das bei den meisten Fahrzeugen mittlerweile integriert. Ich kann es entweder manuell auslösen oder ich glaube, wenn der Airbag losgeht, gell? Dann Richtig. Ja, da setzt er automatisch einen Notruf an die 112 ab und die Notrufzentrale kann dein Auto orten, weiß genau, wo es steht und schickt automatisch dann auch Rettungskräfte hin. Ja, ihr habt nachgedacht, ihr habt einmal einen normalen USB, aber was richtig cool ist, ihr habt zwei 12-Volt-Buchsen drin. Das heißt, ich kann mir im Internet einfach so Ladestecker besorgen, habe dann auch USB-C, habe im Prinzip, was ich will. Das kann ich nachrüsten. Ja, richtig. Und die haben auch richtig Power, 180 Watt. Das heißt, also hier kann ich auch eine Kühlbox anschließen oder einen 230-Volt-Wandler. Ja, der hat jetzt hier Sechsgang Schalter. Gibt es Automatik auch? Gibt da Automatik, dieses Doppelkupplungsgetriebe zum Beispiel. Und was auch jetzt neu ist, wir haben bei den Verbrennermotoren und bei manchen Dieseln auch ein Mild-Hybrid-System verbaut. Da sitzt, glaube ich, Elektromotor auf der Schaltung oder was? Auf dem Getriebe? Ja, auf dem Schwungrad, glaube ich. Also wir haben einen kleinen Generator mit drin, eine 48-Volt-Batterie. Und der fährt nicht rein elektrisch, kann zwischendurch den Motor mal abschalten im Segelbetrieb. Aber er spart Sprit. Das auf jeden Fall. Sehr cool. Es hat sich ja wirklich einiges getan. Also ich sag mal, jetzt die neue Optik innen, außen und so weiter. Haben die Leute schon darauf gewartet? Wie war die Reaktion von? Die Reaktion ist durchweg positiv. Also von der Optik her ist es sehr gelungen. Die Haptik, das ist sehr, sehr hochwertig. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, in der sogenannten Golfklasse zu sitzen, sondern das hatten wir früher schon in der gehobenen Mittelklasse den Standard. Das Lederlenkrad ist mit drin. Ich habe ein Multifunktionslenkrad drin. Da kann ich viel machen. Ich habe einen Spurhalterassistent, sehe ich gerade, oder? Ja, und auch Spurfolgeassistent. Was ist das? Der hält das Auto quasi genau in der Mitte der Fahrspur und ich muss nicht erst wie ein Ping-Pong-Ball von Linie zu Linie fahren, damit er korrigiert, sondern der hält das Auto dann in der Spur. So, hier vorne habe ich ein voll digitales Cockpit. Stimmt das? Nee. Ja, doch, So. ist korrekt. Also voll digital die Mittelanzeige, ist ein 7 Zoll Bildschirm und dann haben wir noch den analogen Drehzahlmesser, Tankanzeige und Temperaturanzeige. Cool. Großes Handschuhfach, mach mal auf bitte. Reingucken können, das ist ja auch wichtig. Ist da Klima drin? Nee, keine Klima, aber Beleuchtung haben wir drin. Gott, das heißt also, die Cola-Dose wird da nicht gekühlt, aber ja, beleuchtet. Du, es ist Freitagmorgen, ja, wo wir drehen. Ja, cool ist auch, was mir gefällt, ist, ihr habt für die wichtigsten Funktionen eigene Tasten. Also ich muss nicht dreimal durchs Menü durch, wie bei Tesla. Das wird immer ein bisschen bemängelt, dass bestimmte Funktionen bei Tesla ist auch nicht erlaubt, haben die gesagt. Also mittlerweile, ich glaube, dass der Bundesgerichtshof hat gesagt, wichtige Funktionen müssen mit einem Knopfdruck und nicht mit 3 im Untermenü. Aber ich sag mal, der 10-Sekunden-Test, klappt der hier, wenn jemand sich reinsetzt, dass er sich zurechtfindet? Absolut. Das ist auch etwas, wofür Hyundai schon mehrfach ausgezeichnet wurde. Gibt ja diesen Red Dot Design Award und der schließt auch diese intuitive Bedienung mit ein und den räumen wir regelmäßig ab, den Preis. Sehr schön. Ja, da habe ich eine Mittelkonsole, das ist ganz wichtig. Kann ich einen Arm ablegen? Kann ich auch was reinmachen? Ja klar, wir haben ein Stauffach drin.
Deckelarmablare ist auch beledert mit Kunstleder, also auch sehr angenehm vom Komfort her. Getränkehalter mit an Bord. Genau, das ist auch wichtig, Getränkehalter mit den deutschen Getränkemaßen, nicht die Goldbecher aus Amerika, die man dann drin hat. Mach mal auf oben. Ja, ist praktisch made in Europe, das Auto, richtig? Genau. So, und jetzt habe ich das Dach und ich kann das Glasdach auch... Ah, okay. Mit einmal muss ich nur drücken, oder? Ich muss nur einmal komplett drücken und dann macht er alles auf. Ja, cool. Es geht noch weiter auf? Nee, das ist Schluss. Jetzt Feierabend. So, ich komme mal kurz zu dir, bleib mal sitzen. Komm ich mal auf deine Seite. Liegt schon ein bisschen tiefer hier, denn es ist ja auch eine Limousine und kein SUV. Und ja, hier vorne habe ich noch ein paar Anzeigen. Klär mich mal auf, was ist das? Wir haben die Leuchtweitenregulierung, Tachobeleuchtung. Ich kann dieses Start-Stopp-System, das automatisch beim Stillstand ausgeht, kann ich hier deaktivieren bei jeder Fahrt. Ich habe diese Reset-Anzeige für diese Reifendruckanzeige zu resetten, wenn ich den Reifendruck aktualisiert habe. Also kein Untermenü wie bei Volkswagen. Ich habe da muss ich jedes Mal gucken, wie ich da reinkomme ins Menü. Nee, einfach ein Knopfdruck. Also das ist ganz einfach. Den halte ich 3 Sekunden gedrückt und da ist gespeichert. Schon ist gespeichert. Okay. Genau. QI-Ladeschale habt ihr eingebaut in der Mitte? Die haben wir drin, genau. Also drahtloses Laden. Kabelloses Laden für die gängigsten Handys mittlerweile. So, hier vorne habe ich in der Tür noch einige Funktionen. Die wichtigsten halt Spiegelverstellung und die Rauf und Runter Fensterheber. Genau. Und auch diese Anklappfunktion, die ich hier auch drin habe. Auf Knopfdruck klappen die Spiegel ein. Das geht automatisch beim Ausmachen des Motors? Ja. Geht auch. Ich kann es manuell einstellen oder automatisch. Bei meinem T6 geht es nicht, muss ich sagen. Nee, der klappt zwar an, das sollte man auch tunlichst tun in der Waschanlage, aber automatisch geht es nicht. Nee, bei uns, wir haben mittlerweile auf Automatik umgestellt und ich kann das auch gibt ja diese Smart Key Systeme, diese schlüssellose Systeme. Wenn ich mich da dem Fahrzeug nähere, dann klappen die schon aus. Dann sehe ich also, ist quasi wie eine Begrüßung. Mach mal vorne auf, Motorraum. Bitte. Dann sagen die immer, ich bin so unhöflich. Thomas, das wievielte Video ist das jetzt, was wir gedreht haben? 20? Boah, ich habe nicht mitgezählt. Nicht so schlimm. 20 waren es sicher, was waren das? Das waren genug. Also 5 Jahre Garantie. Ja. SmartStream G DPI. Du weißt doch alles. Was heißt das? Das sind die neuen Motoren, aber frag mich nicht nach der Übersetzung, bitte. Aber es sind DPI heißt, das ist die Druckauflösung von meinem Tintenstrahldrucker. Der hat 2400 DPI. Nee, das heißt Double Point Injection und das bezieht sich auf die Einspritzanlage, auf das System vom Motor. Ja, die werden immer sparsamer. Ich zeige euch mal gerade den Verbrauch. Also hier reden wir über ein Auto, das kombiniert 5,9 Liter hat. Und das ist jetzt kein Turbo, oder? Das ist kein Turbo und somit auch kein Mild-Hybrid. Das ist noch ein ganz herkömmlicher Sauger, aber die neueste Generation davon. Also auch wieder im CO2-Ausstoß deutlich gesenkt und trotz mehr Leistung. Kann ich den mal realistisch, fahren mit, sage ich mal, um die 6 Liter? Ist das drin? Ja, absolut. Die neuen Richtwerte nach WLTP-Verfahren, die sind ja deutlich realistischer als die ganze Zeit diese NEFZ-Angaben. Achso, das war jetzt wirklich WLTP? Das ist WLTP, ja. Also das ist wirklich nach einem realistisch an der Praxis orientiert. Jetzt muss man auch sagen, ein Liter mehr oder weniger. Also viele werben ja auch mit 5 Litern. Das sind dann oft entsprechende Turbomotoren, die hoch aufgeladen sind. Also die kann man auch mal mit 5 Litern fahren. Aber ich habe zum Beispiel jetzt einen Audi, einen A4 Avant. Der fährt im Schnitt so Turbo so um die 6 bis 7 Liter, das ist realistisch. Also dann bin ich aber schon flott unterwegs. Also die Spritverbräuche als Benziner ist ja schon ein Traum, so um die 6 Liter, noch vor 10 Jahren, da kommt man nur von träumen, oder? Das ist richtig. Ich erinnere mich noch an alte Zeiten vor 20 Jahren, da war die 10 so das angepeilte Maß der Dinge. War wirklich so. Also da war auch das Thema Benzin gar kein Thema. Da haben die alle Diesel gekauft, oder? Das ist mittlerweile. Vielfahrer hatten Diesel gekauft. Mittlerweile gibt es so viele Alternativen, auch mit Elektro-, mit Hybridfahrzeugen. Und man muss da sich einfach ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigen, um für sich das passende Fahrzeug zu finden, letzten Endes. Ja, Luftfilter ist mit drin. Ausstattung jetzt an Motoren. Habe ich da Elektroauto demnächst oder ein Plug-in-Hybrid? Gibt es sowas von euch? Wir haben Plug-in-Hybrid beim Ioniq. Ja. Wir haben normale Hybride, auch beim Ioniq und beim Kona. Und da kommen noch einige mehr. Also es kommt noch ein neuer Santa Fe jetzt im Herbst raus. Der wird beide Varianten auch bieten. Und da tut sich noch einiges. Ja, viele fragen jetzt, 1% Versteuerung ist ja ein Thema mit 0,5 und so weiter. Aber hier sind wir ja im Kleinwagensegment. Das heißt also, der hier kostet jetzt Endpreis, ich zeige mal gerade,
Das ist jetzt der i30 1,5 Intro, heißt die Ausstattung? Das ist die Intro-Ausstattung, genau. Praktisch wie auf dem Markt haben die Erstausstattung, aber die ist sehr gehoben. Die ist sehr gehoben, ja. Ich zeige mal gerade. Also die Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Blue-Link, Telematikdienste, DRB+, Lifetime Mapcare, das heißt Updates gehen ein Leben lang. Genau, ein Leben lang kostenlos. Leben lang kostenlos, elektrisch für hintere Fenster. Das geht automatisch oder muss ich dann jedes Mal zu euch fahren für ein Update? Oder geht das auch über die Schnittstelle? Nee, das müssen wir noch bei uns in der Werkstatt vornehmen. Das geht über eine SD-Karte. Die bekommen wir einmal im Jahr aktualisiert zugesendet und das kann man zum Beispiel im Rahmen der Inspektion mitmachen lassen dann. So, der hat Euro 6D, das heißt, ich will es noch mal kurz erwähnen, wenn Sie nach Stuttgart möchten. Es gibt mittlerweile immer mehr Städte, wo das notwendig ist, dass man diese grüne Plakette hat mit der richtigen 6er-Norm. Die hat er natürlich. Natürlich, klar. So, klar. Prima. Ja, darfst mal zumachen. Ja, das Wichtigste ist natürlich 5 Jahre Garantie ohne Kilometer-Limit. Also wir prüfen ja schon die Autos. Ja. Es kommen jetzt immer mehr Autos, auch aus China, muss man sagen. Der hier wird jetzt in Europa gebaut. Das heißt, dahinter steckt Hyundai, ist ein Weltkonzern. Also das ist ein Multikonzern, die bauen nicht nur Autos. Also ich habe zum Beispiel irgendwelche Bagger, habe ich mal gesehen, die machen Schiffe, glaube ich. Ja, es gibt die Hyundai Heavy Industries, die bauen größere Maschinen. Es gibt eine eigene Stahlproduktion von Hyundai, also ein riesen Stahlproduzent und eben auch riesen Containerschiffe, die in einer der größten Werften in Südkorea hergestellt werden. Ja, das Design ist vielleicht ein ganz wichtiges Thema. Ihr habt das ich sag mal schon sehr, sehr lange jetzt in Deutschland auch machen lassen. Das sieht man. Das sind auch Designer, die haben vorher auch für andere Unternehmen gearbeitet in Deutschland. Das kommt gut an? Ja, genau. Wir haben zum Beispiel den Herrn Bürkle, der vorher bei BMW Chefdesigner war. Wir haben den Herrn Schreier, der bei VW Chefdesigner war. Die sind mittlerweile federführend, was das Design betrifft. Und die Autos werden auch in Deutschland komplett entwickelt. Also auch die technische Entwicklung kommt aus Deutschland direkt. Die Sicherheit, ich nehme an, der ist sicher. Was hat er im Crashtest? 5 Sterne in NCAP. Von 5? Von 5, ja. Ja, bleibt dran. Da ist der neue i30 von einem der erfahrensten Hyundai-Partner Deutschlands. Kann man mit Fug und Recht behaupten. Seit über 30 Jahren habt ihr Hyundai? Seit über 30 Jahren mittlerweile, richtig. Ja. Seid früh angefangen und ihr habt, glaube ich, auch nur Hyundai. Das heißt, ihr seid jetzt keiner, der 4, 5 Marken habt. Das läuft gut? Ja, wir haben noch Isuzu mit dabei für den kleinen Transporter, für den kleinen Nutzfahrzeugbereich, aber ansonsten Pkw-Bereich nur mit Hyundai. Das ergänzt sich quasi Isuzu. Die bilden das ab, was Hyundai nicht hat. Genau. Ja, schade, das große Nutzfahrzeug, da kommt vielleicht mal wieder was Neues. Das ist wahrscheinlich der Euro 6-Norm dann zum Opfer gefallen. Ihr hattet ja mal, wie war der Name da? Das war der H350 und der H1. Genau, so ist es. Aber ich glaube, das gilt auch nur für Deutschland. Ich muss mal gucken. Ja. Die sind weltweit sind die ja noch da. Ja, toll. Der i30, ganz neu. Ist eigentlich ein Facelift, aber ich muss sagen, es ist so viel neu, dass man schon sagen kann, es ist ausgewachsen. Ne? Ja, es ist schon im Prinzip mehr als ein Facelift. Also es ist sehr umfangreich und gerade die Sicherheitsfeatures wurden deutlich verbessert. So, wenn Sie Lust haben, wir sind tatsächlich in Saarbrücken. Saarbrücken liegt im Saarland und wir sind beim Autohaus Schumann und ich zeige Ihnen das mal gerade. Die haben ganz, ganz viele Autos vorrätig, wenn Sie das mal testen wollen. Ja, kommen Sie am besten mal vorbei. Einfach googeln, Autohaus Schumann ohne H und Doppel-N. Vielen Dank, Thomas. Ja, danke dir, Sven.